Hallo zu einer neuen Folge von Reptil TV. Mein Intro-Tierchen heute, ein wunderhübscher argentinischer Teu, schwarzer Teu. Salvator merinae heißen die jetzt ja. Früher hießen sie Tupinambis merinae, jetzt heißen sie seit neuestem wohl Salvator merinae. Ja, kommt aus Argentinien. Wir haben euch früher schon öfters, ich glaube bei den Top 100 Terrarientiere hatten wir die schon drin und bei großen Echsen hat man die schon euch gezeigt, ne, wie die ausgewachsen werden. Also ihr wisst, das wären Riesenviecher, aber ganz tolle Terrarientiere eigentlich. Ne? Also zum einen, weil sie von Natur aus unheimlich zahm und zutraulich sind. Ne? Auch die großen Tiere können echte, richtige Familientiere werden. Und vom Pflegen, vom Klima her sind die auch toll, also haben vom Klima her fast so ein mediterranes Klima, ne? Also im Sommer heiß, warm und im Winter machen sie Winterruhe. Also man kann sie Großteil vom Jahr sogar im Freiland bei uns halten. Ja, super schönes Terrarientier, das ich euch heute als mein Intro-Tierchen nochmal zeigen wollte. Hier zu unserem eigentlichen Thema heute. Ihr seht, ich habe hier zwei hübsche Königspythons in der Hand. Der gute Beobachter stellt fest, dass das ein adultes Tier ist und dies ein Baby ist. Was uns aber heute besonders interessiert, wenn er mal vergleicht, das sind beides Klassiktiere. Ne? Das ist ein Klassik und das ist hier ein 2012er Klassik-Weibchen. Das ist ein Baby-Klassik-Königspython mit 2 Monate alt ungefähr. Hat jetzt, glaube ich, 3-4 Mal gefressen. Und wenn wir die mal so nebeneinander halten oder wenn ihr die anschaut, ganz klar, das Jungtier, das Baby, ist von der Farbe, von der Zeichnung natürlich schon deutlich hübscher wie das adulte Tier. Ne? Bei dem adulten Tier verschwinden die ganzen Gelbtöne und vielleicht ein bisschen Rottöne sogar. Ne? Also Königspython Baby, wenn er schlüpft, hat der Rottöne mit drin, Gelbtöne drin, natürlich Schwarz mit drin, Braun, ne? Also eine Nuancen von Schwarz bis Gelb, was sich dann so als Braun niederschlägt. Und der adulte, da bleibt eigentlich fast nur noch das Braun übrig. Und das ist das Thema von unserer heutigen Sendung. Da möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, welche Morphen mehr an Farben verlieren, welche Morphen ein bisschen weniger an Farben verlieren, also sozusagen schöner bleiben, wenn sie adult sind. Das wollen wir uns mal genau anschauen. Ich würde jetzt mal sagen, den Höhepunkt ihrer Schönheit oder ihrer farblichen Schönheit hat ein Königspython eigentlich im Jugendalter, beziehungsweise hier habe ich jetzt so ein einjähriges Tier oder knapp einjähriges Tier. Das ist ein Bongo-Lesser. Den finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie kräftig die Farben da sind und wie toll die Kontraste sind. Wenn ihr euch das Schwarz anguckt, wenn ihr euch das Gelb anguckt, wenn man so die Flanken anschaut, den Farbverlauf und so weiter. Das sind so wie gesagt, die einjährigen Tiere, die Jugendlichen. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob man es mit dem Mensch vergleichen kann. Sind die Jugendlichen die hübschesten Menschen? Keine Ahnung. Bei den Schlangen ist es definitiv so. Das ist so das Alter nach einem halben Jahr bis einem Jahr, wo sie wirklich die tollsten Farben haben. Also wo sich nochmal sogar ein bisschen steigert vom Baby, ne? Wo der Kontrast am kräftigsten ist, wo das Gelb in dem Fall jetzt zum Beispiel eigentlich am leuchtetsten ist. Das haben die so mit einem halben Jahr bis einem Jahr. Und ab da geht es dann wieder schon so langsam wieder bergab. Und den Vergleich zwischen Baby und Adult, den schauen wir uns jetzt gleich an. Wenn wir über Königspython und Farben reden, dann kommen wir am Klassiker, am Pastell natürlich nicht vorbei. Hier in meiner rechten Hand ein Baby und hier in meiner linken ein 5-6-jähriges Tier, Pastell. Aber da sehen wir ganz gut, ne? Das Baby wirklich schönes, sattes Gelb noch drin. Bei dem Großen bleibt von dem Gelb nicht mehr allzu viel übrig. Ne? Also das verwäscht sich, das Gelb wird viel blasser von der Farbgebung. Das Ganze kriegt irgendwie so einen Grauschleier drüber. Ne? Also man sieht es hier eigentlich ganz gut. Es zieht sich, ich nehme an, das ist Melanin, also das dunkle Farbpigment, das sich so über das ganze Tier ein bisschen verteilt.
und dadurch die Farben einfach nicht mehr leuchten. Ich habe hier nochmal, also der große hier, der hat sich frisch gehäutet, das ist dem seine Haut hier, euch zum Beweis nochmal, ne? Das ist natürlich kein Tier, das schon ewig lang nicht mehr gehäutet ist, sondern ist ganz frisch gehäutet und trotzdem sind die Farben relativ stark verblasst. Sieht man hier ganz gut in dem Beispiel. Ich möchte euch jetzt nochmal 2, 3 Farbmorphen zeigen, wo das ziemlich stark der Fall ist, also die relativ stark verblassen. Und danach gehen wir zu den Farbmorphen, die da ein bisschen weniger intensiv verblassen. Aber jetzt erstmal die relativ stark verblassen. Hier sehen wir jetzt Super Pastave, ne? Oder beziehungsweise der kleine, ehrlichkeitshalber, ist Super Pastave Yellow Belly, also da steckt wohl der Yellow Belly noch mit drin. Und der adulte hier ist Super Pastave, wobei dieser Yellow Belly den Unterschied nicht ausmacht. Also ich finde es so ein ganz guter Vergleich, dass man es nochmal sieht. Also Super Pastave ist ja Super Pastel Mojave, ne? Und wenn ihr jetzt mal den großen anschaut, ich würde sagen, wenn man den so sieht auf dem Foto oder wenn man irgendwo bei einem bekannten Terrarianer oder wenn man irgendwo ein Original sieht, man kann schon fast nicht mehr richtig identifizieren, was drinsteckt. Ne? Das könnte alles Mögliche an Morph sein. Aber ob ich wirklich den Mojave noch raussehe und diesen Superpastell noch raussehe, ist wirklich fraglich. Ja? Jetzt bei dem Kleinen sieht man es natürlich relativ gut und deutlich. Ne? Da sieht man schon noch den Mojave durch, man sieht das Superpastell durch und ja, der Yellow Belly tut es vielleicht insgesamt noch, wenn die Farben noch ein bisschen aufhellen. Wieso mir das Thema überhaupt einfiel, ich hatte vor einiger Zeit den Fall, ein Kunde hat einen Pastave, also gut, das ist jetzt Super Pastave, aber der hat bei mir einen Pastave gekauft und da ging eine riesen Diskussion durchs Netz, ach, das wäre kein Pastave, das wäre ein Pastell oder weiß der Herrgott was. Ne? Wie gesagt, oder dadurch fiel mir das Thema eigentlich ein, dass man vielleicht doch mal zeigen soll, wie sich das nach einigen Jahren entwickelt mit so einem Pastave oder Super Pastave, dass die Farben natürlich verblassen, dass man wirklich fast nicht mehr sehen kann, was drinsteckt. Ne? Und wenn dann irgendwelche selbsterklärten Päpste da rauslesen, was es für eine Morph ist, dann halte ich das ein bisschen für Selbstüberschätzung. Ne? Man kann es einfach nicht mehr raussehen. Man kann mit dem Tier, wenn man damit züchtet, dann kriegt man wieder wunderschöne Babys raus, sowas wie das hier. Aber das Tier selber hat einfach, die Farben sind dann einfach verblasst oder sowas. Ne? Und wie gesagt, ich kann es schon fast gar nicht mehr erkennen, was es ist. Ein Problem dabei ist vielleicht auch noch, wir sind natürlich alle das tolle Internet gewohnt. Da sehen wir Fotos von irgendwelchen Schlangen, die auf Facebook gepostet werden. Also Punkt 1, es sind ja natürlich fast immer Babys, weil ein Baby natürlich zum einen ist aktuell, das Baby ist geschlüpft, man will sagen, oh, guck mal, was ich für tolle, hübsche Babys gezüchtet habe. Ne? Das ist schon mal der Grund 1, beziehungsweise auch noch ein Aspekt, den man natürlich berücksichtigen muss. Es gibt da auch eine Bandbreite. Also ich habe hier jetzt definitiv keinen besonders hässlichen Super Pastave ausgesucht, also hässlich in Anführungsstrichen bitte, oder keinen mit schlechten Farben, sondern der ist, würde ich mal sagen, repräsentativ. Es gibt bestimmt welche, die noch schlechtere Farben haben. Es wird auch welche geben, die noch ein bisschen bessere Farben haben. Aber ein Tier mit 4, 5 Jahren, wie gesagt, hat seine Farben einfach verloren. Sicherlich werden wir unter allen Hunderten bis Tausenden Pastave, die es mittlerweile auf der Welt gibt, welche finden, die noch schöner sind, die noch ein bisschen mehr Gelb haben oder womöglich die dann vielleicht 2 oder 3 Jahre alt sind und natürlich noch mehr Farbe haben, wo man sagen kann, na guck, der hat doch noch viel mehr Gelb drin, das stimmt doch alles nicht. Natürlich kann ich Ausnahmen finden, natürlich kann ich jüngere Tiere finden, aber das, was ich euch hier zeige, denke ich, ist so ein Querschnitt von der üblichen Farbgebung. Auch ein perfektes Beispiel sind die Cinnamons, beziehungsweise Cinnamon Black Pastel ist das gleiche, behaupte ich. Hier Baby, hier Adult. Die Babys haben eben diese cremefarbenen Töne mit drin oder das auch noch das Weiß, ne, der Kontrast zu dem cremefarbenen und dunklen. Also so ein Cinnamon Baby, wirklich ansprechende Färbung. Jetzt so ein adulter Cinnamon, schon wieder fast vom Klassik nicht zu unterscheiden. Ne? Also denke ich auch ein recht gutes Beispiel und zeigt vielleicht auch ein bisschen die Tendenz. Also umso
dunkler die Tiere sind, umso mehr dunkle Farben ich drin habe, umso mehr, jetzt sage ich mal, leidet die Brillanz der Farben oder leidet der Kontrast drunter. Ne? Also ich könnte jetzt hier noch 20, 30 andere Morphen oder Tiere oder Kombos euch bringen, macht aber keinen Sinn. Vielleicht noch zu erwähnen, eben der Enchi ist zum Beispiel so ein Fall. Enchi-Babys sehen super schön aus. Adulte Enchis verblassen leider stark. Axanthic finde ich persönlich ganz extrem. Als Baby schön grau, weiß, schwarz, als Adulte nicht mehr vom Klassik zu unterscheiden. Und wie gesagt, so könnte man das relativ weit noch fortsetzen. Ich hoffe, dass ich auch niemand von euch da auf den Schlips trete, der daheim einen schönen adulten Enchi oder Axanthic oder irgendwas sitzen hat. Wie gesagt, wir beschäftigen uns einfach mit der Farbintensität, ne, was dem Tier selber natürlich keinen Abbruch tut. Oder wie gesagt, ich habe die Tiere zum Züchten, da kommen wieder wunderschöne Babys raus. Und das ist einfach auch die Natur, die Entwicklung. Ne. Also fühlt euch da bitte nicht oder euer Tier nicht angegriffen. Ne. Aber so viel zu den Morphen, wo die Farben eigentlich am meisten dann drunter leiden sozusagen. Jetzt habe ich es mir relativ leicht gemacht bei so Albinos bzw. amelanistischen Tieren, wo das schwarze Pigment fehlt. Da haben wir natürlich nicht das Problem, dass sich dieser dunkle Schatten sozusagen über das ganze Tier drüber zieht. Ne? Also wenn ihr hier den adulten Albino anschaut, der hat zum Teil sogar noch so ein wenig Zitrusansätze mit hier drin in den Flanken. Das Gelb insgesamt ist natürlich nicht mehr ganz so intensiv wie beim Baby, ne? Ist klar. Aber er hat doch noch schöne Gelbtöne. Das Weiß bleibt relativ klar weiß oder schön klar weiß, wie beim Baby auch. Also das hier ist jetzt ein Beispiel für eine Morph oder das einfachste Beispiel für eine Morph, die auch als adultes Tier an der Farbe natürlich nicht so viel einbüßt. Ne? Minimal, wie ihr seht auch, aber bei weitem nicht so wie das, was wir eben gesehen haben. Ein weiteres Beispiel für Schönheit im Alter sozusagen sind die Ghost, ne? Hypomelanistisch. Sind wir wieder beim fast gleichen Thema wie gerade eben. Gerade hatten wir amelanistisch, jetzt sind wir hypomelanistisch. Hypomelanistisch heißt ja weniger schwarz. Ne? Also bei den Ghost, die Ghost bilden weniger Schwarzpigmente aus. Und da ist es sogar fast, dass die Tiere zum Teil im Lauf des Wachstums noch schönere Farben kriegen. Ne? Also jetzt hier in dem Fall finde ich den Adulten mindestens so hübsch wie das Jungtier von der Zeichnung. Wie gesagt, hat einfach damit zu tun, dass die das Melanin nur wenig bilden. Also sie haben Melanin drin, ne? Das sieht man an den schwarzen Stellen, aber deutlich weniger. Und somit bleibt das Tier als Adult, egal ob ich jetzt nur einen Ghost habe oder auch eine Ghost-Combo. Ne? Wenn ich jetzt in dem Ghost noch, was weiß ich, Spider oder Piebald oder was weiß ich was drin habe, egal, jede andere Morph oder Mojave, Cinnamon zum Beispiel, Ghost Cinnamon sieht auch attraktiv aus, dann hält sich das Leben lang, diese hübsche Cremefarbe sozusagen. Weiteres finde ich ganz gutes oder interessantes Beispiel, nicht gut, sondern interessant vor allem, sind die Banana bzw. Coral Glow. Hier in meiner rechten Hand ein Baby, natürlich super schön mit diesen lila Tönen drin, ne? Lila, gelb, ein bisschen weiß vielleicht. Also wahrscheinlich eins der hübschesten eine der hübschesten Königspython-Morphen, die es gibt. Hier in meiner linken Hand das Ganze ans Adult, dass die diese schwarzen Punkte kriegen, die Banana Coral Glows. Das wissen wir mittlerweile alle. Je nachdem, was ich reinmische, können die schwarzen Punkte, also an anderen Morphen mit reinmische, können die schwarzen Punkte auch ausbleiben. Aber standardmäßig oder als Single Morph kriegen sie die schwarzen Punkte. Insgesamt ist farblich doch noch ein attraktives Tier, ein helles Tier, also ein albinotisches Tier, würde ich mal sagen. Ne? Also ich glaube, dass die Banana Coral Glows auch unter den Überbegriff albinotisch, in dem Fall vielleicht T+ Albino fallen. Also es bleibt so ein helles Tier, aber bei weitem nicht diese Farbintensität oder auch diese Farbpalette mit Lila und so weiter. Aber trotz alledem noch ein attraktives Tier auch im adulten Stadium. Der Klassiker unter den Königspython Farbmorphen ist natürlich der Piebald. Hier
habe ich extra mal noch so ist eine neue Morph, die wir gerade probieren zu züchten. Dalmatiner Pied nennt sich das, ne, mit diesen schwarzen Flecken noch drin. Sind wir gerade am Probieren, also vererbt sich weiter, aber da wollen wir mal so eine Linie machen. Aber das mit dem Dalmatiner nur weil ich ihn euch gern zeige sozusagen. Aber was ich euch an sich damit zeigen will, der Piebald ist natürlich auch einer von den Morphen, der auch im Alter immer einen tollen Kontrast hat. Ne? Das Weiß bleibt immer weiß. Klar, die Zeichnung selber, ein Baby-Piebald hat vielleicht hier noch intensivere Farben in den Stellen, wo eine Musterung vorhanden ist. Ist bei einem Baby sicherlich noch ein bisschen intensiver, die Farben, aber der Piebald lebt natürlich von diesem Kontrast Weiß mit Zeichnung und das ist beim adulten Tier natürlich immer genauso kontrastreich wie beim Baby. Zu guter Letzt noch ein Beispiel, wie man die Farben zumindest teilweise versuchen kann, schöner zu machen bzw. schöner zu erhalten. Fangen wir mit meiner linken Hand an. Ich habe hier zwei Pastell Yellow Belly, also hier Jungtier und hier ein subadultes bis adultes Tier. Also es ist ein Pastell, wo der Yellow Belly mit drin steckt. Und wenn ihr euch jetzt an vorher erinnert, das Gelb kommt natürlich aufgrund dieses Yellow Bellys, der bringt das Gelb nochmal viel deutlicher hervor. Ne? Also der Yellow Belly, jetzt nicht nur bei Pastell, auch bei anderen Sachen. Zum einen nehmen wir natürlich, um Ivory oder sowas zu machen oder Highway zu machen, aber zum anderen ist der Yellow Belly auch wirklich toll. Zum Beispiel beim Piebald macht man es ja auch, diese Pumpkin Pieds, wenn ihr das schon mal gehört habt. Da dient der Yellow Belly einfach, um die Farben noch schöner zu machen. Ne? Also das funktioniert definitiv. In meiner rechten Hand auch ein Beispiel, das ist ein Cinnamon Yellow Belly. Also hier hilft der Yellow Belly, den Cinnamon deutlich schöner zu machen bzw. zu lassen. Ne? Das ist hier ein adultes Zuchttier von uns, Zuchtweibchen, wenn ich es recht im Kopf habe. Da hilft der Yellow Belly wirklich auch, dass der Cinnamon deutlich schöner bleibt. Natürlich, wenn ich damit züchte, kann ich dann auch noch tollere oder andere oder weitere Sachen draus machen. Aber selbst beim Tier an sich kann man gut sehen, dass der Kontrast deutlich schöner ist durch diesen Yellow Belly mit rein. Welche auch noch ganz gut sind als Farbaufheller oder schöner Machzutat sozusagen, ist der Fire zum Beispiel. Ne? Der Fire tut auch alles schön aufhellen, schöner machen. Den Creme, den wir seit ein paar Jahren züchten, der hilft unheimlich, also nicht zu verwechseln mit dem Cream, sondern der Creme, ne? Das ist eine kodominante Single Morph. Der holt einige Farben nochmal richtig schön raus. Der Blade bzw. Genetic Tiger, was glaube ich, oder was mittlerweile was sich gezeigt hat, was das gleiche ist, Genetic Tiger oder Blade, nimmt man zum Beispiel im Clown, verändert zum einen das Muster an sich, aber verändert auch die Farben. Also wenn ihr zum Beispiel einen Butter oder einen Lesser habt, diesen Genetic Tiger oder Blade mit reinzüchtet, der kriegt viel, viel schönere Farben. Ne? Also ist auch einer, der helfen kann, die Tiere schöner zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen in der Morphenzucht gleich Teil der Zukunft ist, dass man wirklich probiert. Ich glaube, so mit irgendwelchen Kombos haben wir schon sehr viel ausgereizt, das mit das und dann kommt was ganz Neues raus. Ich glaube, die Zeiten, die werden immer schwieriger, dass man was ganz Neues kriegt. Aber man wird vielleicht immer mehr probieren, die Farben noch toller rauszubringen und noch selbst bei so einem Pastell, was man schon ewig züchtet, einfach einen besonders hübschen Pastell zu züchten. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zukunft noch mehr der Trend sein wird. Dass dieses Phänomen, dass im Alter die Schönheit nachlässt sozusagen, kein reines Königspython-Problem ist, das seht ihr eben an den Königspythons. Wer sich die alten Reptil-TV-Folgen anguckt, der sieht es wahrscheinlich auch an mir, da sah ich auch noch ein bisschen frischer aus. Und zu guter Letzt sieht man es aber auch jetzt mal an einem anderen Reptil, hier mal die Testudo hermanni böttgeri, griechische Landschildkröte. Das hier ist ein relativ altes Tier, 40, 50 Jahre alt schon. Hier ein Jungtier, 1 Jahr circa. Da sehen wir natürlich auch deutlich, dass die Farben einfach verblassen. Ich denke, ich weiß nicht, macht es vielleicht sogar einen gewissen Sinn in der Natur, was die Tarnung und Färbung betrifft, ist auch möglich. Oder ist es einfach, wie gesagt, dass natürlich Farben im Lauf des Alters insgesamt verblassen, beziehungsweise
ja, vielleicht mehr Melanin gebildet wird, was dann wieder so einen dunklen Schleier über alles drüber legt. Keine Ahnung. Aber hier haben wir auch nochmal ein schönes Beispiel, also dass das Tier viel intensiver gelb ist wie das adulte Tier. Das wollten wir euch heute zeigen, da ein bisschen drüber philosophieren, nachdenken sozusagen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bleibt mir treu und checkt die Farben und checkt my balls. Noch kurz zu der Schildkröte ganz am Schluss, das adulte Tier, dem versierten bzw. scharf beobachtenden Terrarianer ist bestimmt aufgefallen, die hat unheimlich lange Krallen gehabt, hat sogar einen Geierschnabel gehabt. Das ist ein Tier, das habe ich, beziehungsweise zwei davon, von so einem, jetzt sage ich mal, alten Mütterchen hier aus der Nähe bekommen. Ich glaube, die ist um die 80. Die hat die Schildkröten die letzten 50 Jahre bei sich gepflegt. Wir sehen auch, dass die Krallen zu lang sind. Entweder tun wir die demnächst mal cutten, beziehungsweise auch den Schnabel vorsichtig cutten, beziehungsweise wir wollen aber einfach mal warten, ob durch den passenden Untergrund sich das von alleine abarbeitet. Ja? Also bitte keinen Shitstorm, um Gottes Willen, die Schildkröte hat zu lange Krallen, sieht es denn der nicht? Haben wir gesehen, wissen wir Bescheid. Mal beobachten, was damit passiert, beziehungsweise wir werden da schon handeln. Ja? Danke. Und der Klassiker unter den Farbmorphen. Der Klassiker unter allen. Und deine Haare sind jetzt hier. Ja, so besser. Weil für die Outtakes brauchen wir auch was. Die Haare schön.